Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Wir müssen uns über Vini Junior unterhalten. Gestern war das lang erwartete Gipfeltreffen zwischen dem Brasilianer und Xabi Alonso. Nach der Szene, die der Brasilianer bei seiner Auswechslung im Clásico gegen den FC Barcelona veranstaltet hat. Ob dieses Gipfeltreffen stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat, was da rausgekommen ist, erzähle ich euch natürlich in dem Video. So viel kann ich schon mal verraten. Vini Junior hat auf seinen Social Media Seiten ein Kommuniqué veröffentlicht und hat sich dort bei jedem Einzelnen entschuldigt. Außer beim Trainer. Meine Gedanken dazu erfahrt ihr im Video. Ja, und wenn wir schon mal in der Umkleidekabine von Real Madrid sind, hat Mario Cortegana gestern einen interessanten Artikel in The Athletic, auch bei der New York Times veröffentlicht. Da geht es darum, dass einige Spieler aus der Kabine nicht zufrieden sind mit den neuen strikten Regeln von Xabi Alonso. Was da los ist und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir erstmal mit Real Madrid Castilla an. Gestern habe ich euch gesagt, sie hatten ihren zweiten Spieltag im Premier League International Cup. Unsere Jungs haben in der 93. Minute das 1:1 kassiert. Spielen unentschieden in Southampton, etwas unglücklich. Vorher hatte Real Madrid sich toll 1:0 in Führung gebracht durch ein wunderschönes Tor von Thiago Pitach. Den Namen kennen wir inzwischen auf diesem Kanal. Er hat einen unglaublich tollen Assist bekommen von César Palacios. Auch den Namen kennen wir auf diesem Kanal. Wunderschöner Hackepass auf Thiago Pitach. Der schießt den Ball rechts unten rein. Real Madrid Castilla hat deutlich mehr verdient als ein Unentschieden. War die tonangebende, bessere Mannschaft, aber so ist es manchmal beim Fußball. In der 93. Minute köpft der gegnerische Torwart den Ball, unser Torwart hält ihn noch, der Abpraller wird dann reingemacht. Naja, so hat Real Madrid Castilla nach 2 Spielen 4 Punkte, ein Start, mit dem wir leben können. Ja, und gestern, weg von Real Madrid Castilla hin zur ersten Mannschaft, haben unsere Jungs wieder auf dem Trainingsplatz gestanden, bereiten sich seit gestern auf das Spiel vom Samstagabend vor. Zu Hause im Santiago Bernabéu gegen Valencia ist es immer schwer. Mit denen haben wir aus der letzten Saison noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich hoffe, unsere Spieler haben das Ganze noch im Körper und zeigen uns Madridistas die Reaktion auf die Niederlage von letztem Jahr, die wir alle erwarten. Ja, und dass die Jungs sich auch gut vorbereiten, das könnt ihr selber beurteilen. Schaut euch das Training von Real Madrid an. Aquí, Dani, aquí. Para 30 segundos. Ja, für mich sah es nach guter Laune aus, guter Stimmung. Der Sieg gegen Barcelona war Balsam auf der Seele. Aber die nächsten Spiele,
da gelten die Punkte genauso sehr wie im Clasico. Also auch gegen Valencia oder danach in den Wochen sind die Dreier unglaublich wichtig. Es ist wichtig, den Abstand zu halten, solange es möglich ist, wenn es geht, sogar ihn noch etwas zu vergrößern. Ja, ihr habt eine gute Stimmung auf dem Trainingsplatz gesehen. Vorher, wie die Stimmung in der Kabine war, kann kaum einer beurteilen. Was wir aber sicher sagen können, ist, dass Vini Junior eine Rede gehalten hat in der Kabine und sich bei seinem Teamkameraden entschuldigt hat. Das hat ein Fran Garcia, als er aus dem Trainingsplatz weggefahren ist, vor den Kameras bestätigt und hat gesagt, ja, Vini hat sich bei uns entschuldigt. Ja, nun fangen an, sich die Informationen zu widersprechen. Und es fällt mir schwer, irgendeinem Journalisten mehr oder weniger zu glauben. Es gibt einige, die sagen, das Trainerteam, Xabi Alonso etc. waren auch in der Kabine bei dieser Entschuldigung. Und das Trainerteam ist damit sehr zufrieden. Das hören wir uns gleich an. Es gibt andere Journalisten und Medien, die gleichzeitig berichten, dass ein Xabi Alonso und das Trainerteam nicht anwesend waren. Naja, bevor wir uns anhören, was die Journalisten zu sagen haben, schlage ich vor, wir hören uns erstmal das offizielle Kommuniqué von Vini Junior an, was er gestern auf seinen Social-Media-Seiten veröffentlicht hat. Hier rechts neben mir seht ihr den Text, das habe ich extra auf Deutsch für euch übersetzt, falls ihr selber lesen wollt. Ansonsten, wie ihr es kennt, lese ich es natürlich vor. Heute möchte ich mich bei allen Madrid-Fans für meine Reaktion entschuldigen, als ich im Clasico ausgewechselt wurde. Weil ich es heute bereits persönlich während des Trainings getan habe, möchte ich mich auch hiermit nochmals bei meinen Teamkollegen, dem Verein und dem Präsidenten entschuldigen. Es ist schon auffällig, welchen Namen er hier nicht nennt. Manchmal lässt mich meine Leidenschaft nicht los. Ich will immer gewinnen und meinem Team helfen. Mein Ehrgeiz entspringt meiner Liebe zu diesem Verein und allem, wofür er steht. Ich verspreche weiterhin jede Sekunde für das Wohl von Real Madrid zu kämpfen, so wie ich es seit dem ersten Tag getan habe. Ja, das waren also die Worte des Brasilianers. Ja, und jetzt möchte ich ein bisschen aufpassen. Ich weiß, bei Real Madrid läuft es verdammt gut. Wir haben den Clasico gewonnen, haben von 13 Spielen 12 gewonnen. Und wenn so etwas passiert, versuchen natürlich die Medien, die nicht für Real Madrid sind, sehr viel Unruhe in den Verein zu bringen. Aber nach diesem Kommuniqué muss ich zugeben, als Madrid-Fan, ich war enttäuscht. Denn meiner Meinung nach musst du dich bei deinen Teamkollegen entschuldigen. Ja, denn es ist einfach nicht gut zu signalisieren, dass ein anderer ausgewechselt werden soll, anstatt du. Also verstehe ich. Dass du dich beim Verein und Präsidenten entschuldigst, habe ich Verständnis. Das ist kein gutes Image, was Real Madrid liefert in einem Spiel, was ich habe gelesen, inzwischen 650 Millionen Menschen geschaut haben. Aber wenn es eine Person gibt, bei der du dich entschuldigen musst, nach meinem Verständnis ist das die Person, die du blöd hast aussehen lassen, die Person, die dich ausgewechselt hat. Das ist der Trainer. Und du schreibst in deinem Kommuniqué, ich werde alles weiterhin geben für das Wohl von Real Madrid. Dann spring doch über deinen Stolz und schreib da rein, ich entschuldige mich auch beim Trainer. Naja, aber im Endeffekt ist das mein Empfinden. Wahrscheinlich lesen diesen Text 100 Personen und 50 sehen das als tolle Entschuldigung und 50 denken sich, boah, du hättest Xabi Alonso erwähnen müssen. Was ich allerdings weiß, ist, wie die spanische Medienwelt funktioniert. Und sobald ein Xabi Alonso nicht erwähnt wurde, war das gefundene Fressen für die ganzen spanischen Medien, um über einen Riesenkrieg in der Kabine von Real Madrid zu reden. Ich glaube, es wird sowieso schon seit Wochen behauptet, die Stimmung zwischen Xabi Alonso und Vini ist nicht die beste und ich glaube, dieses Kommuniqué, ja, das beweist das auch. Auch ein Mario Cortejana, von dem Journalisten halte ich sehr viel, das wisst ihr, hat danach explizit nochmal in einem Tweet klargestellt, es war von Vini Junior mit Absicht, dass der Trainer nicht erwähnt wurde. Und von wem hat Mario Cortejana diese Information? Ob es Absicht ist von Vini oder nicht, weiß nur Vini und sein Umfeld selber. Das heißt, Vini hat auch extra nochmal verkünden lassen, übrigens, dass Xabi Alonso nicht explizit erwähnt wird, das habe ich mit Absicht getan. Ja, hören wir uns mal die ersten Reaktionen der Presse an. Nach dem Clasico hat Vinicius heute eine Stellungnahme veröffentlicht. In dieser Stellungnahme bittet er die Madridistas, also die Fans, um Entschuldigung. Er bittet den Verein, seine Mitspieler und den Präsidenten um Entschuldigung, aber er hat Xabi Alonso zu keinem Zeitpunkt erwähnt.
Etwas, das natürlich allen, die in diesem Bereich arbeiten und allen, die El Larguero hören, klar ist. So eine Stellungnahme wird nicht mal eben in 2 Minuten geschrieben und komm, veröffentliche sie und wirf sie raus. Der Name Xabi Alonso wurde nicht genannt, weil man ihn nicht nennen wollte. Und ich glaube, dass Vinicius einen Fehler macht, indem er den Namen Xabi Alonso nicht nennt, auch wenn das Verhältnis gerade nicht das Beste ist, wie wir euch schon erzählt haben und wie Tonio letzten Montag berichtet hat. An einem Morgen, an dem sich heute endlich Xabi Alonso und Vinicius beim Training gegenüberstanden, hat uns dieses Statement überrascht, indem er alle nennt, außer dem Trainer. Ja, ich finde, dass Vinicius, er wollte das Wort ergreifen und der Erste sein, der sich bei den Mitspielern entschuldigt. Das hat hier Antonio Romero in Ser Deportivos erzählt. Ohne die Trainer, was schon eine Nachricht ist, obwohl es im Estadio del Real Madrid historisch gesehen immer wieder vorkam, dass die Spieler manchmal auch ohne die Trainer gesprochen haben. Das heißt, als er mit den Spielern gesprochen hat, war er nur mit den Spielern allein. Nur mit den Spielern, aber gut, seitdem dieses Treffen um 10:30, 11 Uhr morgens stattgefunden hat, bis Xabi Alonso um 5:30 am Nachmittag gegangen ist. Bis Vinicius nach der Mitteilung um 14 Uhr gab es viele Gelegenheiten, in denen entweder Vinicius oder Xabi Alonso, soweit wir wissen, haben sie nicht miteinander gesprochen, vielleicht tun sie es morgen. Man hat mir gesagt, dass heute ein sehr komplizierter Tag war, zum Beispiel aus der Sicht von Xabi Alonso. Aber so kompliziert es auch sein mag, wenn er Anton Miana letzten Sonntag um 7 Uhr abends auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass sie ab diesem Tag sprechen würden, ist Vinicius mit seiner Partnerin und Militao und dessen Partnerin in den Urlaub nach Monaco gefahren. 2 Tage, während das alles passiert. Und im Kommuniqué wird ja nicht einmal erwähnt und es passiert nichts. Also ich denke, entweder erklärt man mir das oder Xabi Alonso, seine Rolle als Trainer ist dadurch sehr, sehr geschwächt. Wir können sagen, dass der Verein die Entschuldigung von Vinicius gut aufgenommen hat. Man sieht es als eine positive Geste des Spielers an, einen Fehler einzugestehen, einen Schritt nach vorne zu machen und dies nach dem ersten Training zu kommunizieren. Und jetzt sagt Madrid als Verein, dass das Wichtigste ist, dass die Mannschaft sportlich nicht geschädigt wurde. Es stehen extrem wichtige Spiele bevor und es ist die Aufgabe des Trainers, dafür zu sorgen, dass Madrid sportlich gesehen unbeschadet aus dieser Situation hervorgeht. Ja, und da muss ich natürlich recht geben. Es ist so ein Kommuniqué. Schreibst du nicht in 2 Minuten. Vor allem kommt das Kommuniqué meiner Meinung nach 2 Tage zu spät. Vini war mit Militao und seiner neuen Freundin und der Ehefrau von Militao, waren sie jetzt 2 Tage in Monaco, Pärchenurlaub, was auch immer. Und dann am 3. Tag kommt dieses Kommuniqué. Das ist mir persönlich zu wenig. Ich meine, das Gute ist, ich bin nicht Xabi Alonso. Xabi Alonso hat einen kühleren Charakter als ich. Ja, und für Xabi Alonso war die Entschuldigung in der Kabine und öffentlich anscheinend genug. Hören wir uns da die Information vom Chiringuito einmal an. Das Gespräch, das da stattfand, war ziemlich informell. Es war kein hochtrabendes Gespräch im Büro, bei dem man an die Tür klopft. Wie Ancelotti ja sagte, jeder Spieler, der in mein Büro kommen will, kann einfach reinkommen. Wie Edu schon sagte, als die Besprechung in der Kabine vorbei war, blieben die beiden einfach da und es war alles ganz zwanglos. Und Xabi Alonso, so wurde mir berichtet, ist sehr zufrieden mit dem Schritt nach vorn, den Vinicius gemacht hat, dass er vor der Mannschaft zugegeben hat, einen Fehler gemacht zu haben. Das ist eine Geste, die er sehr schätzt und die positiv für das Team ist, positiv für den Kader, dass einer der Stars diesen Schritt macht. Deshalb bewertet der Trainerstab das, was Vinicius heute getan hat, als sehr positiv. Dass er vor dem Team gerade steht. Und sie glauben, dass das ein sehr wichtiger Schritt ist. Denn der Trainerstab ist bereit, alle Brücken zu bauen, damit das Team vorankommt. Und sie sagen, es ist ein sehr wichtiger Schritt für das Miteinander während der Saison. Ja, und mein ehrlicher Gedanke, im Endeffekt, was ich denke oder was die ganze Welt denkt, ist ja eigentlich egal. Solange Xabi Alonso damit zufrieden ist, er ist der Trainer. Wenn er sagte, mir reicht das, dann habe ich nichts mehr zu meckern. Aber wenn dieser, Krieg ist zu viel, wenn dieser Konflikt weiter herrscht, wird das irgendwann Konsequenzen für die Kabine haben. Ich wünsche mir, dass irgendwann ein Florentino Perez beide zu einem Abendessen einlädt oder zu was auch immer, beide in sein Büro einlädt und die eine Stunde dahinsetzt und sagt, so, quatscht euch jetzt mal aus. Denn ich habe Verständnis für beide Seiten. Natürlich habe ich auch Verständnis für einen Vini, dass der frustriert ist, dass er die gleiche Behandlung wie ein Mbappé möchte,
der unantastbar ist. Aber ich habe auch Verständnis für einen Xabi Alonso. Trainer von Real Madrid bist du nur einmal im Leben. Und wenn du der Meinung bist, das Beste für die Mannschaft in der 70. Minute ist, einen frischen Rodrigo reinzubringen, damit der 20 Minuten hinter Koundé herlaufen kann, wenn der attackiert, dann ist das sein gutes Recht. Trainer von Real Madrid, wie gesagt, das ist ein Job, den kriegst du in der Regel nur einmal im Leben. Und Xabi Alonso, Trainer haben keine lange Überlebensdauer bei Madrid, wenn sie nicht gewinnen. Er ist nicht da, um sich Freunde zu machen. Er ist nicht da, um Papa von denen zu sein. Natürlich hilft das. Er ist da, um Siege zu holen. Und wenn, wie gesagt, Xabi Alonso der Meinung ist, es ist das Beste fürs Team, dann stehe ich hinter Xabi Alonso. Kein Spieler, nicht mal als ein Vini Junior oder ein Kylian Mbappé, keiner steht über dem Verein. Und meiner Meinung nach macht ein Xabi Alonso alles, um zu gewinnen. Ja, aber dass nicht nur ein Vini unzufrieden ist mit Xabi Alonso, sondern andere auch. Das hat Mario Corterana ein paar Stunden später auch veröffentlicht. Dazu gibt es einen riesen Artikel in der New York Times oder The Athletic. Diesen Artikel, wer sich den durchlesen möchte, werde ich unter mein Video verlinken. Aber wenn ich den durchgehen würde, wäre das ein Video, das würde eine Stunde dauern. Deshalb, er hat das in einem Tweet auch nochmal zusammengefasst. Schauen wir uns den zusammen einmal an. Als Xabi Alonso im Juni das Traineramt bei Real Madrid übernahm, fand er eine Mannschaft vor, die nach 4 Jahren unter Carlo Ancelotti an Dinge gewöhnt war, die seiner Meinung nach nicht optimal für ein Fußballteam waren. Quellen aus Alonsos Umfeld berichten, dass sich viele schlechte Angewohnheiten eingeschlichen hatten. Eine der ersten Botschaften an seine Madrid-Spieler war, dass unter ihm jeder härter laufen und härter arbeiten müsse, wenn der Gegner im Ballbesitz sei. Und das, ohne dass niemand einen Stammplatz sicher hätte. Mehrere solche Quellen gaben an, dass die Spieler verärgert darüber seien, dass sie nun kaum noch Freiheiten hätten, ihre Qualitäten auf dem Platz zum Ausdruck zu bringen. Dieses stehe im Gegensatz zu Alonsos fordernden und rigiden Ansatz in Bezug auf den Spielstil der Mannschaft und den Verhältnissen unter Ancelotti. Einige von ihm haben so viel erreicht, ohne diese Dinge zu tun, dass sie sich beschwert haben, als ihnen diese Dinge auferlegt wurden, sagten einige der Quellen. Eine weitere Person aus dem Umfeld eines Spielers der ersten Mannschaft sagte, Madrid habe sich von einem Trainer, der kaum an der Trainingseinheiten teilnahm, zu einem entwickelt, der wie ein Spieler unter vielen wirkt. Weitere befragte Quellen gaben an, dass die Spieler Alonso als distanziert und unnahbar empfanden. Ein weiterer Gegensatz zu Ancelotti, der bei der Mannschaft sehr beliebt war. Er hält sich für Pep Guardiola, aber im Moment ist er einfach nur Xabi, sagte eine Person aus dem Umfeld eines hochrangigen Spielers von Real Madrid. Ja, wer dieser hochrangige Spieler ist, keine Ahnung, meine Vermutung, aber das ist eine reine Vermutung meinerseits. Das ist nicht mit irgendeiner Quelle hinterlegt, das möchte ich klarstellen. Was ich jetzt sage, ist eine reine Vermutung. Ich habe von Anfang an der Saison gesagt, ein Rodrigo, sobald er kein Stammspieler ist er ein fauler Apfel. Meiner Meinung nach war es Rodrigo, aber das ist wie gesagt meine Meinung. Hoffentlich lyncht ihr mich deshalb nicht in den Kommentaren. Ja, aber allgemein dazu. Die Spieler verdienen Millionen dafür, dass die Fußball spielen. Und dass ein Xabi Alonso als Trainer denen strikte Vorgaben gibt. Pünktlichkeit, vielleicht ein bisschen früher als unter Carlo Ancelotti. Wie man hört, dass Familienmitglieder oder Freunde nicht unbedingt im Trainingsgelände von Real Madrid sein sollen. Wie man hört, dass die Jungs ein bisschen mehr in den Kraftraum müssen, ins Gym und dass es mehr Taktikbesprechungen gibt. Wollt ihr mich verarschen? Darüber wollt ihr euch beschweren? Erfolg ist kein Zufall. Die Saison, die wir letztes Jahr als Madrid-Fans ertragen mussten, ist kein Zufall. Das kommt von der Dekadenz, die ihr unter Carlo Ancelotti entwickelt habt. Diese Angewohnheiten, dieses Hihi-Haha, am Ende spielen immer die 11 gleichen. Ich muss beim Training nicht alles geben. Und draußen auf der Bank saßen Endrick und ein Arda Güler, die sich gedacht haben, was mache ich hier überhaupt? Xabi Alonso ist der genau richtige Trainer für dieses Projekt.
Seriosität gehört in diese Mannschaft. Harte Arbeit, Disziplin, taktisches Verständnis und zwar auf dem Stand von 2025. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass wir von 13 Spielen 12 gewonnen haben. Und es ist kein Zufall, dass wir den FC Barcelona, die uns letztes Jahr 4-mal vorgeführt haben teilweise, dass wir die dieses Mal gedemütigt haben. Wir hätten dieses Mal 4-5-0 gewinnen müssen. Und wie gesagt, mir ist egal, wie die Spieler heißen. Kylian Mbappé, Vini, Bellingham, wer auch immer. Die oberste Autorität in der Kabine ist Xabi Alonso. Und ich werde immer im Team Xabi Alonso sein. Ich finde, er macht es genau richtig. Ja, wie gesagt, tut mir leid, da wurde ich ein bisschen sauer am Ende, als ich das gelesen habe. Wie gesagt, Mario Cortegana, es gibt in Spanien Journalisten, die nennt man Mete Mierdas, also das sind Journalisten, die immer versuchen, Dreck aufzuwühlen. Aber Mario Cortegana im Laufe seiner Laufbahn ist er dafür nicht bekannt. Und wenn er das sagt, er gibt mehrere verschiedene Quellen von verschiedenen Spielern an. Ja, sorry, wenn die Kabine verwöhnt war unter Carlo Ancelotti, dann sollen die jetzt gefälligst wieder ihren Job machen. Dafür kriegen die mehr als genug Geld, weil ein Trainer von denen erwartet, früher da zu sein, fitter zu sein und taktisch auf einem besseren Niveau sein. Wagen die es, sich zu beschweren, weil sie mal Titel gewonnen haben? Ja, sorry, dass ich es euch sagen muss, aber der Fußball entwickelt sich weiter. Und letzte Saison haben wir jedes große Spiel verloren. Wir wurden teilweise blamiert, sogar von kleinen Mannschaften. Ja, wie gesagt, ich finde, Xabi Alonso macht es komplett richtig. Ja, stehe ich alleine mit dieser Meinung? Da bin ich natürlich gespannt. Lass deine Meinung zu beiden Situationen, zu der Aktion von Vini und zu der Meinung der Mannschaft, bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, lass ein Like da, teile dieses Video, hypen. Wenn du noch kein Follow da gelassen hast, tu mir den Gefallen und mach das. Wir sind auf der Jagd zu den 15.000. Es wäre mir eine Freude, wenn du mich dabei unterstützt. Ja, wir sehen uns morgen wieder mit den nächsten interessanten Themen und bis dahin sage ich: A la Madrid!